Also ich bin leider nur mit einer Sprache aufgewachsen, und zwar mit Russisch. Ich bin in Russland aufgewachsen, wobei meine Großeltern untereinander Deutsch gesprochen haben. Und natürlich hat jetzt meine Oma mir jetzt eben auch deutsche Lieder beigebracht und deutsche Verse, aber es ist jetzt natürlich rudimentär. Es war jetzt eben nicht so viel, dass man das jetzt eben zweisprachig nennen konnte. Aber wir haben jetzt immer in der Familie zwei Sprachen gehört. Ja, ich bin mit 3 Sprachen aufgewachsen. Meine eigene Muttersprache, das ist Tem, auch Kotokoli genannt, und Kabir. Kabir ist die Sprache der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, und Französisch als Amtssprache aus der Kolonialzeit sozusagen. Definitiv, ich würde sagen, auf jeden Fall. Schon allein durch die soziokulturelle Zusammensetzung. Wir haben Menschen aus insgesamt 160 Nationen, also Menschen mit ausländischem Pass aus 140 Nationen, aber mit Migrationshintergrund insgesamt aus 160. Das ist ordentlich viel, und man merkt auch durch die lebendige interkulturelle Vereinslandschaft, die wir haben. Wir haben 4 Vereine aus unterschiedlichen Ländern, wie weiß ich, der deutsch-französische Verein, verschiedene afrikanische Vereine, der polnische Verein, ganz viele Vereine aus unterschiedlichen kulturellen, aus verschiedenen Ländern sozusagen. Und ich glaube, das sind alles Merkmale für eine mehrsprachige Stadt. Ja, ich würde sagen, das ist weniger eine Frage der Relevanz als eine Frage der Identität. Also ich denke, Mehrsprachigkeit ist einfach ein Teil der Konstanzer Identität. Die vielen Länder, die es hier gibt, habe ich schon genannt. Die geografische Lage, 3 Länderregionen, also da ist Mehrsprachigkeit auch Teil davon, aber auch durch die Geschichte. Also schon in den 60er, 70er Jahren kamen auch Gastarbeiter hierher. Also das hat sich etabliert. Das heißt, das gehört einfach zur Identität der Stadt. Wir haben jetzt hier in Konstanz verschiedene Modelle vom herkunftssprachlichen Unterricht. Zum einen gibt es jetzt eben für die Kinder an den Grundschulen oder weiterführenden Schulen Modelle vom Konsulatunterricht. Das betrifft zum Beispiel jetzt Italienisch, Türkisch und Kroatisch. Und es gibt jetzt eben auch noch andere Modelle, die zum Beispiel jetzt eben Schulen, die jetzt muttersprachlichen Unterricht anbieten, wie zum Beispiel polnische Schule oder russische Schule, chinesische Schule und weitere mehr. Es gibt so Elterninitiativen, die sich zusammentun, um jetzt den Kindern auch die Muttersprache dann weiterzugeben. Und wir unterstützen diese Initiativen auf jeden Fall, indem wir sie jetzt eben versuchen zu vernetzen. Wir versuchen jetzt eben Unterstützung zu bieten bei Räumlichkeiten. Wir versuchen einfach auch jetzt die Mehrsprachigkeit in die Bevölkerung reinzutragen, indem wir jetzt eben auch mit dem Zentrum für Mehrsprachigkeit unterschiedliche Veranstaltungen zum Thema mehrsprachige Erziehung auch gemacht haben in der Vergangenheit. Also wir wünschen uns natürlich für den herkunftssprachlichen Unterricht einfach die Anerkennung auch als Schulfach. Wir haben bereits in Deutschland 10 Bundesländer, wo jetzt HSU-Unterricht als Unterrichtsfach für mehrsprachige Kinder anerkannt ist. Und das wäre natürlich jetzt eben auch unsere Forderung an das Land Baden-Württemberg, das jetzt eben auch gleich zu tun und den Unterricht jetzt in Muttersprachen jetzt eben auch gleichzusetzen als ergänzendes Bildungsangebot für mehrsprachige Kinder. Das würden wir natürlich sehr begrüßen hier in der Stadt Konstanz.
Für uns ist jetzt eben wichtig, die Botschaft rüberzubringen, dass wir jetzt eben tatsächlich diese Mehrsprachigkeit auch sehr schätzen, dass wir sie jetzt eben auch fördern möchten. Und bei so vielen Nationen, die hier in Konstanz sind, Herr Czakura hat jetzt gesagt, 150 Nationen sind jetzt hier in Konstanz vertreten. Dann haben wir jetzt eben auch in etwa so viele Sprachen. Und die müsste man einfach transparent machen. Man müsste es sichtbar machen. Wir haben hier mehrsprachige Menschen, als wir jetzt zurzeit denken und uns bewusst ist. Und das ist jetzt eben wichtig. Und das möchten wir jetzt auch in diesem Jahr angehen, dass wir jetzt die Sprachen, die jetzt Konstanz spricht, auch transparent machen.